Ja, und zu den Unternehmen, die derzeit auf der Suche nach Arbeitskräften sind, zählt auch die Kolditzer Firma Annona, bei der rund 70 Stellen unbesetzt sind. Der Nahrungsmittelhersteller, der im Auftrag für Marken weltweit produziert, hat sich auf Fitness- und Diätnahrung spezialisiert. Ein stetig wachsender Markt. Schließlich nimmt inzwischen etwa jeder dritte Deutsche Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Also Pillen, Pulver, Riegel. All das wird in Kolditz produziert. Schneller als das sprichwörtlich bekannte Brezelbacken laufen sie vom Band. Fitnessriegel in allen denkbaren Geschmacksrichtungen. Ob mit oder ohne Nüsse, mal mit mehr, mal mit weniger Kohlenhydraten. Die Spezialisten von Annona stellen so ziemlich alles her, was das Herz des sport- und gesundheitsbewussten Kunden begehrt. Als wir angefangen haben, vor 30 Jahren, war die Sport- und Diätnahrung noch ein Nischenprodukt. Und das hat sich dann in den Jahren immer mehr zum Massenprodukt entwickelt. Und wir haben seitdem auch unsere Produktportfolio stark ausgebaut. Wir hatten damals mit Pulverprodukten begonnen und bieten unseren Kunden jetzt auch Kapseln, Tabletten, Getränke, Riegel und Cookies an. Die Branche boomt. Erst vor 3 Jahren bezog das Familienunternehmen Werk 3 für die Riegelproduktion. Vor kurzem hat der 100 Millionste Riegel das Werk verlassen. Und die 2014 bezogene Halle für die Pulverproduktion ist bereits zu klein. Ein Anbau muss her. Wir werden in etwa 10 Millionen Euro für den Bau investieren. Dazu kommt natürlich noch Anlagentechnik. Und wir gehen davon aus, dass wir im ersten Schritt mindestens 20 neue Jobs schaffen hier in Kolditz. Und da beginnt jetzt das Problem der Kolditzer Firma. Sie entwickeln und produzieren zwar für fast alle bekannten Marken, doch das unterliegt der Geheimhaltung. Gut fürs Geschäft, schlecht fürs Image. Als Arbeitgeber ist der 500-Mann-Betrieb praktisch ein No-Name. Bis vor kurzem hat uns das überhaupt nicht gestört. Wir haben da sehr gut im Verborgenen hier entwickelt und produziert in Kolditz. Aber mittlerweile merken wir, da wir nicht so bekannt sind, haben wir auch dadurch vermehrt Schwierigkeiten, Personal zu finden für unsere Produktion. 70 Stellen sind derzeit offen. Hinzu kommen die 20 neuen Jobs, wenn der Erweiterungsbau fertig ist. Klar bildet man selber aus, doch es bleiben Lücken. Vor allen Dingen fehlen uns Maschinenanlagenführer. Wir gehen auch bewusst an Quereinsteiger ran und wir lernen die hier Schritt für Schritt an. Wir suchen natürlich auch Leute, die dann Schichtführer sind, also die dann auch schon in Führungsjobs arbeiten, teilweise auch Produktionshelfer. Aber wir sind quasi in fast allen Bereichen auf der Suche. Damit sind die Kolditzer nicht allein. 45.000 offene Stellen sind bei den sächsischen Arbeitsagenturen derzeit gemeldet.